Hallo liebe Finnland-Freunde und Skandinavien-Fans. In diesem Video will ich euch ein Buch vorstellen. Herzlich willkommen Leute, es ist Sonntagmorgen und an diesem wunderschönen Sonntag möchte ich euch einfach mal ein bisschen was über dieses Buch erzählen. Die Finnen von Sinnen von Wolfram Ellenberger. Wolfram Ellenberger ist ein Autor, der selber eine finnische Frau geheiratet hat und zeitweise in Finnland gelebt hat. Das ist auch der Bezug, den ich zu diesem Buch habe. Vor meiner Auswanderung 2017 habe ich alle möglichen Infos zusammengetragen, um mich über Finnland zu informieren, und natürlich bin ich auch auf dieses Buch gestoßen. Und ja, zum Anfang konnte ich das gar nicht ganz ernst nehmen, weil er so einen Schreibstil hat, der einfach, wie soll ich sagen, so köstlich und amüsant ist, dass es fast wie ein Roman klingt. Aber er erklärt ganz, ganz viele wichtige Details in diesem Buch. Und ich möchte euch ja ganz kurz mal erzählen, was das Besondere eigentlich in Finnland ist, worüber er in diesem Buch spricht. So Leute, ich mache heute einen auf Thorsten Sträter. Die passende Mütze habe ich ja schon auf, meinen Text habe ich auch und los geht's. Sie leben im hohen Norden, gehen ständig in die Sauna, haben Millionen von Handys und kämpfen gegen Milliarden von Mücken. So beschreibt Wolfram Ellenberger die Finnen in seinem Buch. Und ich habe euch mal ein paar Kapitelüberschriften rausgesucht und sage euch ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. Er hat sie kennengelernt, die Finnen, hat eine finnische Frau geheiratet, alles Mögliche durchgemacht, von Hochzeitszeremonie über Leben im Möcki bis hin zu den verrücktesten Veranstaltungen, die es in Finnland gibt. Das Buch gibt es schon länger, das ist schon eine Zeit lang auf dem Markt, aber trotzdem ist es immer noch eine tolle Lektüre und niemand anderes kann Finnland so toll umschreiben wie er. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das liebenswerte, lustige und eigenwillige Völkchen der Finnen. Ja, ihr wisst ja auch schon einiges über Finnland. Ihr wisst, dass die finnische Sprache zu den schwersten der Welt gehört, mit 15 Fällen, und dass die Finnen die klügsten Kinder der Welt zeugen, dass die Finnen nur das Nötigste miteinander sprechen, und du weißt auch, dass es hier mehr als 180.000 Seen in Finnland gibt und einen Haufen Mücken. Dann gibt es da noch die seltsamen Sportarten und Volksfeste der Finnen. Dazu gehört Frauentragen, Schlammfußball, Luftgitarre spielen, also es gibt richtige Weltmeisterschaften in Luftgitarre spielen, Gummistiefel, Weitwurf und natürlich Eishockey. Eishockey ist nicht wegzudenken aus der finnischen Kultur, und über all das schreibt er in diesem Buch. Ja, der Untertitel ist einer, der auszog, um eine finnische Frau zu heiraten. Ja, eine finnische Frau heiraten, das ist auch immer solche Sache, ne? Und die Liebe zu einer Finnin kann unter Umständen für uns Deutsche auch ein bisschen schwer zu verstehen sein. Ja, Liebe auf Finnisch, Minä rakastan sinua. Ich mache jetzt nochmal poetisch. Minä rakastan sinua. Also ich liebe dich. Ja, so viele Silben benutzt keine andere Sprache der Welt. Zudem sind die Finnen ja insgesamt ein bisschen zurückhaltender und auch schüchtern. Und wenn du mit Komplimenten kommst oder sowas, ja, dann empfindet der Finne das schon ein bisschen unangenehm oder ja. Und das Ganze macht es schwierig, ja, macht Beziehungen zu einer Finnin überhaupt schwierig. Finnen wirken auf den ersten Blick sehr kühl, und wenn man aber weiß, wie die Finnen ticken und man damit umgehen kann,
dann ist es wunderbar. Und es gibt, glaube ich, keine festere Beziehung als eine zu einer Finnin. Ja. Und wenn du glaubst, mein Freund, dass italienische Frauen so temperamentvoll sind und nicht zu bändigen, dann hast du noch keine Finnin erlebt in der Partnerschaft. Und auch darüber schreibt Wolfram Ellenberger in diesem Buch. Und das ist sehr, sehr amüsant dargestellt. Und ja, gehen wir doch gleich mal zu einigen Passagen. Ja, das erste Kapitel ist so ein bisschen einleitend und heißt Frühe Lehren. Darin beschreibt er so ein bisschen, wie die Finnen sind und seine ersten Erlebnisse und Zusammenstöße mit seiner Tante. Und dann geht es auch schon weiter und er schreibt über diese Möckis am See, die ja ganz typisch sind in Finnland und kaum Luxus haben. Es gibt mittlerweile natürlich auch schon Möckis, die einem Sommerhaus sehr ähnlich sind mit fließend Wasser und Elektro, aber die Finnen mögen eigentlich auch gern ihr altes Holzmöcki mit Plumpsklo außerhalb und kleinem Ruderboot vor der Tür. Und ich persönlich mag das auch, diese finnische Lebensart, diese Natürlichkeit. Und Wasser gibt es genug. An einem der vielen Seen gibt es auch immer genug Platz, dass du in deinem Möcki niemals einen Nachbarn triffst. Und all das beschreibt er auch in diesem Teil. Dann geht es um Glück. Wie ihr alle wisst, gehören ja die Finnen zu den glücklichsten Menschen der Welt. Und auch darauf geht er hier in diesem Teil nochmal ein. Dann beschreibt er ganz genau die Unterschiede zur finnischen Sauna. Was ist eigentlich eine finnische Sauna? Wie verhält sich der Finne da? Und ja, Vorwärmen. Es ist ein bisschen kühle Stimmung, wenn man zum Anfang mit Finnen in die Sauna geht. Und das braucht eine Zeit, nicht nur bis die Temperatur sich aufwärmt, sondern auch die Gemüter. Und ich glaube, das wisst ihr alle, aber hier wird es sehr, sehr schön beschrieben. Dann gibt es ein Kapitel mit der Überschrift Sormus, also Ring oder Ringe. Und darin wird beschrieben, wie die Finnen denn eigentlich vor der Hochzeit damit umgehen. In Finnland ist es nämlich üblich, dass die Frauen ja ihren Verlobungsring tragen und zur Hochzeit einen zweiten, einen Ehering bekommen und den einfach am selben Finger über dem Verlobungsring tragen. Das heißt, an dem Ringfinger befinden sich dann zwei Ringe, der Verlobungsring und der Ehering. Das finde ich besonders spannend in Finnland. Und in diesem Zusammenhang beschreibt Wolfram Ellenberger in seinem Buch auch noch die Rituale, die zu einer Hochzeit gehören. Ja, Gummistiefel, Weitwurf, Tango tanzen und überhaupt das Ding mit Ringen. Er zieht da einen Vergleich zu Tolkiens Ringsaga und vergleicht Finnland mit Mittelerde und den Elben. Und irgendwie muss ich ihm auch recht geben, wenn man so einen Elben beschreiben sollte, zurückhaltend, weiße Haut und ja, mit all den anderen Eigenschaften, ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen, kann das schon sein, dass das so ein bisschen ist wie Mittelerde und die Elben. Ja, Finnland und die Finnen. Ein super Vergleich, finde ich ganz, ganz toll. Muss man einfach auch gelesen haben. Und den Teil muss ich euch natürlich auch vorlesen. Also, wenn es möglich wäre, einen Hobbit mit einer Elbin zu kreuzen, so käme eine Finnin dabei heraus. Aus dieser Sicht stünde also das heutige Finnland dem Elbenreich der Tolkienschen Ringsaga nahe, dessen Einwohner sich, wie Tolkien ausführlich beschreibt, ja auch in einem sagenhaften Wohlfahrtsstaat jeden Tag weiterbilden, kunstvoll geformte Designprodukte gerecht miteinander teilen und dabei nachhaltige Freundschaften in aller Welt pflegen. Wahr ist außerdem,
Und dann halte ich auch schon die Klappe, um das Geheimnis von Mittelerde nicht weiter zu gefährden, dass Tolkien bereits in frühen Jugendjahren intensiv Finnisch studierte und dass die von ihm einst sogenannte Elbensprache des Ringepos dem Finnischen in Struktur und Klang ausgesprochen ähnlich, zu Teilen sogar mit ihm identisch ist. Ja, also, und das geht hier noch weiter. In 2 Seiten beschreibt er hier auch nochmal, wie Tolkien vielleicht sogar darauf kommt, dass die Finnen das Völkchen sein könnte, was Tolkien da in seinem Buch mit den Elben aus Mittelerde beschreibt. Ja, ihr wisst ja sicherlich, dass in diesem Jahr Finnland das erste Mal an der Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hat oder überhaupt zugelassen wurde. Und ja, Jalkapallo, Fußball, ist ja auch nicht die Nationalsportart der Finnen, sondern eben Eishockey. Und dazu schreibt er auch hier in seinem Buch, in dem Kapitel Urheilu unter Helden, Weltmeister in Eishockey. Zum ersten Mal in der Geschichte 4-1 gegen Schweden. In Schweden. Und sogar die Sonne scheint. Folgt man finnischen Kulturwissenschaftlern, lag die eigentliche Befreiung des WM-Gewinns in einer emotionalen Befreiung. Der Sieg des Eishockeyteams wirkte wie ein Ventil. Er half den Finnen, lang unterdrückte Gefühle erstmals auszuleben, sie auch öffentlich zu zeigen. Vor allem aber war es der erste finnische Sieg einer Mannschaftssportart überhaupt. Ja, was kann ich euch noch sagen? Das Kapitel Kieli, also die Sprache. Ihr wisst ja, 15 Fälle und ein Halleluja. Finnisch ist ganz schwierig. Wenn ihr euch für einen Finnischkurs interessiert, schaut doch hier nochmal in der Videobeschreibung oder auch in einem der Blogartikel. Und er schreibt hier zur finnischen Sprache: In Finnland gehen die Menschen im Sommer allerdings weder aufs noch in das Klo, sondern einfach in den Wald. Metsaan, also zumindest für das kleine Geschäft. So wird der Plumpsklo-Container effektiv vor dem Überlaufen bewahrt. So, Wolfram Ellenberger hier, Seite 221. Eines der besten Beispiele zur finnischen Sprache, wie er hier schreibt, ist folgendes. Die Fälle sind durch Endungen markiert, die den jeweiligen Wörtern angefügt werden. Beispiel: Möcki heißt Hütte. In der Hütte heißt Möckissa. Auf dem Möcki Möckile. Zum Möcki Möckile. Vom Möcki kommend Möckilta. Aus dem Möcki heraus Möckista. In das Möcki hinein Möckin. Also Möckin, in das Möcki hinein. Das ist eines der einfachsten Dinge für mich, konnte ich mir als erstes merken. Und so für jedes andere erdenkliche Ding oder Lebewesen. Ja, man sieht schon, die finnische Sprache ist wirklich schwer und er bringt viele tolle Beispiele und auch Situationen mit seiner Frau, die Schwierigkeit dieser Sprache beschreiben, aber auch seine Frau hat Schwierigkeiten mit dem Deutschen und das ist einfach Natur der Sache aufgrund der Unterschiede der beiden Sprachen. Ja, wem der kleine Ausflug in die finnische Natur und Literatur gefallen hat, dem empfehle ich dieses Buch. Richtig geil für Lesefaule ist natürlich auch das Hörbuch. Gibt es auf Amazon. Gesprochen von Christoph Maria Herbst. Also einfach göttlich. Das solltet ihr euch vielleicht mal anschauen. So wie immer findet ihr alle Links in der Videobeschreibung. Das Buch hier von ein bisschen über 250 Seiten ist ein Taschenbuch und kostet
bei Amazon irgendwas an die 7 Euro. Also keine große Sache. Könnt ihr gerne den Link benutzen in der Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und den Link zum Hörbuch gebe ich euch dort auch nochmal an. Also beides, ja, das Taschenbuch für 7 Euro noch was und das Hörbuch im Abo für 9 irgendwas. Müsst ihr mal gucken, wie aktuell die Preise da sind. Sind wirklich ein Gewinn, wenn man zu den Finnland-Freunden gehört, wenn man sich für die finnische Kultur interessiert, wenn man vorhat, mal nach Finnland zu reisen oder sogar auszuwandern. Es gibt viele tolle Publikationen, viele tolle Bücher. Einige kann ich euch auch nochmal aufzählen. Die Links findet ihr dann auch in der Videobeschreibung. Und das war es heute schon von mir. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug gefallen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, abonniert meinen Kanal und schreibt mir auch gerne mal was in die Kommentare, was euch hier zum Leben in Finnland interessiert. Das Ganze hilft mir, hier kostenfrei für euch weiterzumachen. Ihr wisst ja, ich mache den Kanal hier nur nebenbei und da freue ich mich doch über jede kleine Anerkennung, die das einfach so ein bisschen am Laufen hält. So, das war's von mir, liebe Freunde. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Sonntag. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Ich genieße jetzt hier noch die Sonne, gehe ein bisschen durch den Wald, ein bisschen frische Luft schnappen, bevor es dann am Montag mit der nächsten Woche im Arbeitsleben weitergeht. Alles Gute, schöne Grüße aus Finnland, euer Micha. Ciao, ciao.